Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft missverstanden wird: Narzissmus. Viele von uns haben ein klares Bild im Kopf, wenn wir das Wort hören. Jemand, der laut ist, arrogant, der ständig im Mittelpunkt stehen muss. Aber was, wenn ich dir sage, dass das nur die halbe Wahrheit ist? Was, wenn die gefährlichste Form von Narzissmus nicht schreit, sondern flüstert? Genau das ist der verdeckte Narzissmus. Eine subtile, manipulative Form der Kontrolle, die oft erst erkannt wird, wenn der Schaden bereits immens ist. Die Vorstellung vom lauten, grandiosen Narzissten ist weit verbreitet. Wir sehen ihn in Filmen, lesen über ihn in Büchern. Er ist der Boss, der seine Mitarbeiter herabsetzt, der Partner, der auf jeder Party die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dieser Typus ist relativ leicht zu identifizieren. Seine Selbstverliebtheit ist offensichtlich. Er prahlt, er übertreibt, er erwartet Bewunderung. Aber die verdeckte Form ist viel heimtückischer. Sie tarnt sich als Bescheidenheit, als Sensibilität, manchmal sogar als Opferrolle. Ein verdeckter Narzisst wird dich nicht offen kritisieren. Er wird es auf eine Weise tun, die dich an dir selbst zweifeln lässt. Stell dir vor, du erzählst begeistert von einem beruflichen Erfolg. Anstatt dich zu beglückwünschen, könnte er sagen: „Das ist toll, Schatz. Ich mache mir nur Sorgen, dass du dich übernimmst. Denk auch an deine Gesundheit." Klingt fürsorglich, oder? Aber die versteckte Botschaft ist: Dein Erfolg macht mir Angst, er bedroht mich und ich möchte, dass du dich kleiner machst. Es ist eine meisterhafte Technik, um deinen Glanz zu dimmen, ohne dabei wie der Bösewicht auszusehen. Dieses Flüstern der Kontrolle durchzieht alle Lebensbereiche. Ein weiteres klassisches Beispiel ist das passive-aggressive Verhalten. Anstatt dir direkt zu sagen, dass er verärgert ist, wird er schweigen, dich ignorieren oder seufzen, bis du fragst: „Was ist los?" Die Antwort ist dann oft ein abwehrendes Nichts. Dieses Spiel zwingt dich dazu, um seine Aufmerksamkeit zu betteln, dich schuldig zu fühlen, ohne zu wissen wofür. Du wirst zur Detektivin in deiner eigenen Beziehung, ständig auf der Suche nach Hinweisen, was du falsch gemacht haben könntest. Es ist eine zermürbende Machtdemonstration, bei der er die Kontrolle behält, indem er dich im Ungewissen lässt. Gaslighting ist eine weitere zentrale Waffe im Arsenal des verdeckten Narzissten. Diese psychologische Manipulation ist so subtil, dass du anfängst, an deiner eigenen Wahrnehmung, deinem Gedächtnis und sogar deinem Verstand zu zweifeln. Du könntest schwören, er hat etwas Bestimmtes gesagt oder getan. Aber wenn du ihn darauf ansprichst, wird er es vehement leugnen. Er wird Sätze sagen wie: „Das habe ich nie gesagt. Das bildest du dir nur ein." Oder „Du bist immer so überempfindlich." Nach unzähligen solcher Situationen beginnst du, dir selbst nicht mehr zu trauen. Du denkst, vielleicht bist du ja wirklich verrückt, überreagierst oder hast ein schlechtes Gedächtnis. Und genau das ist das Ziel: dich so zu verunsichern, dass du seine Version der Realität akzeptierst. Deine Realität wird ausgelöscht und durch seine ersetzt. Ein weiteres Merkmal ist die Opferrolle. Der verdeckte Narzisst ist oft der ewige Leidtragende. Die Welt ist gegen ihn, seine Chefs verstehen ihn nicht, seine Familie hat ihn nie wirklich geschätzt. Er erzählt dir herzzerreißende Geschichten aus seiner Vergangenheit, die dein Mitgefühl wecken. Du willst ihn retten, ihn heilen, ihm zeigen, dass er geliebt wird. Und während du all deine Energie darauf verwendest, ihn aufzubauen, übersiehst du völlig, wie er dich emotional aussaugt. Deine Bedürfnisse rücken in den Hintergrund, weil sein Leid immer größer, immer dringender erscheint. Er kontrolliert dich nicht durch Befehle, sondern durch dein eigenes Mitleid. Du wirst zur permanenten Versorgerin, ohne selbst je etwas zurückzubekommen. Ironischerweise kann diese Opfermentalität auch als eine Form der Arroganz gesehen werden. Es ist die Überzeugung, dass sein Leiden einzigartig und besonders ist, viel schlimmer als das von allen anderen. Wenn du versuchst, über deine eigenen Probleme zu sprechen, wird er das Gespräch schnell wieder auf sich lenken. Ja, das ist schlimm, aber stell dir vor, was ich durchgemacht habe. Deine Probleme werden relativiert und kleingeredet. Am Ende fühlst du dich egoistisch, weil du überhaupt gewagt hast, dich zu beschweren. Diese subtile Kontrolle hat verheerende Auswirkungen auf dein Selbstwertgefühl. Du fängst an, auf Eierschalen zu laufen, um seine Stimmungen nicht zu stören. Du zensierst deine eigenen Gedanken und Gefühle,
weil du Angst vor seiner Reaktion hast, sei es Schweigen, ein passiv-aggressiver Kommentar oder das Einnehmen der Opferrolle. Du verlierst den Kontakt zu dir selbst, zu dem, was du willst und wer du bist. Dein soziales Leben leidet vielleicht auch, weil er subtil Zweifel an deinen Freunden sät oder es einfach zu anstrengend macht, Pläne zu schmieden. Musst du wirklich gehen? Ich dachte, wir verbringen einen gemütlichen Abend zusammen, sagt er mit trauriger Stimme und hinterlässt bei dir ein schlechtes Gewissen, egal wie du dich entscheidest. Der Grund, warum so viele Frauen und natürlich auch Männer in solchen Beziehungen gefangen bleiben, ist, dass es nicht von Anfang an schlecht ist. Am Anfang steht oft das Love-Bombing. Er überschüttet dich mit Aufmerksamkeit, Komplimenten und Zuneigung. Er scheint deine Seelenverwandte zu sein, jemand, der dich endlich versteht. Du fühlst dich gesehen und geliebt wie nie zuvor. Diese Anfangsphase ist wie eine Droge. Und wenn dann die subtile Manipulation beginnt, willst du nicht wahrhaben, dass dieser wundervolle Mensch so etwas tun würde. Du klammerst dich an die Erinnerung an den Anfang und hoffst, dass diese Person zurückkehrt, wenn du dich nur genug anstrengst. Aber dieser Mensch war nie real. Es war eine Maske, die entworfen wurde, um dich zu fangen. Der Weg aus einer solchen Beziehung ist unglaublich schwer, weil der erste Schritt die Erkenntnis ist. Du musst das Flüstern hören lernen. Du musst aufhören, die kleinen Sticheleien als Missverständnisse abzutun. Du musst erkennen, dass das ständige Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht von dir kommt, sondern dir eingepflanzt wird. Es erfordert radikale Ehrlichkeit mit dir selbst. Führe vielleicht ein Tagebuch, um die Vorfälle festzuhalten. Wenn du sie schwarz auf weiß liest, werden die Muster oft erschreckend deutlich. Sprich mit Menschen, denen du vertraust. Ein Außenstehender kann oft klarer sehen, was passiert. Und ganz wichtig, suche dir professionelle Hilfe. Ein Therapeut oder eine Therapeutin, die sich mit narzisstischem Missbrauch auskennt, kann dir helfen, deine Realität wiederzufinden und dein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Du bist nicht allein. Es gibt Hilfsangebote wie Frauenhäuser und Beratungsstellen, die dir in dieser schweren Zeit zur Seite stehen können. Die Heilung ist ein langer Prozess. Du musst lernen, dir selbst wieder zu vertrauen, deine Intuition wieder ernst zu nehmen. Du musst Grenzen setzen und lernen, Nein zu sagen, ohne dich schuldig zu fühlen. Aber das Wichtigste, was du wissen musst, ist, es ist nicht deine Schuld. Du bist nicht zu empfindlich, nicht verrückt und nicht egoistisch. Du bist in das Netz eines Meisters der Manipulation geraten. Vergiss niemals, wahre Liebe und gesunde Beziehungen schreien nicht, aber sie flüstern auch nicht im Verborgenen, um dich zu kontrollieren. Sie sprechen klar, respektvoll und offen. Sie geben dir das Gefühl, sicher und wertgeschätzt zu sein, genau so, wie du bist. Wenn du dich in dieser Beschreibung des verdeckten Narzissmus wiedererkannt hast, sieh es als Weckruf. Es ist der erste, mutigste Schritt in Richtung Freiheit und zurück zu dir selbst. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir dieses Video geholfen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal für weitere wichtige Themen. Pass auf dich auf.